In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie das Affiliate Marketing auf Instagram funktioniert. Ja, Affiliate Marketing ist ja sowieso so eine Sache, ne? Denkt man, ja, das hört sich alles so ein bisschen schäbig an und mal denkt man, das ist ja dieses MLM, also Multilevel Marketing. Und dann wiederum, ja, hat man vielleicht mal ein bisschen näher gehört und weiß eigentlich, dass Affiliate Marketing schon ganz, ganz lange gibt. Nämlich jeder Versicherungsmakler ist ein Affiliate-Marketer. Er geht hin und empfiehlt zum Beispiel eine Versicherung, die du gebrauchen kannst und ja, schaut sich dann ganz genau an, welche Umstände bei dir vorherrschen und was er genau machen kann für dich und empfiehlt dir eine spezielle Versicherung, die auf dich zugeschnitten ist. Kaufst du die Versicherung, also schließt du diesen Vertrag ab, dann wiederum bekommt er eine Provision. Du bezahlst für die Beratung an sich erstmal gar nichts. Die Firma dagegen, für die er die Versicherung verkauft hat, ja, die freut sich natürlich. Die hat nämlich einen Kunden gewonnen, den sie ohne diese Sache, ohne den Versicherungsmakler gar nicht gewonnen hätte. Das an sich ist eigentlich schon Affiliate Marketing und genau das kann man auch auf Instagram machen. Bevor ich jetzt näher darauf eingehe, vergiss eine Sache niemals. Wenn wir über Affiliate Marketing auf Instagram reden oder auf Pinterest, da findest du hier drüber noch ein Video verlinkt, dann hat das einen Nachteil, einen ganz entscheidenden Nachteil. Es gehört dir nicht. Also dein Business, wenn du darüber Geld verdienst, gehört dir nicht. Nämlich Affiliate Marketing auf Instagram oder aber auf Pinterest bedeutet, du betreibst dein Affiliate Marketing auf einer Plattform, die dir nicht gehört. Logisch, ne? Weder Pinterest noch Instagram gehört dir. Ja, und da dem so ist und da können sich natürlich die Daten, die Richtlinien ganz schnell ändern, muss man da vorsichtig sein und man sollte, egal welche Plattform, die eigentlich nur nutzen, um User auf die eigene Webseite zu bekommen. Nehmen wir aber die Tatsache an einmal, dass du einfach nur einmal das Affiliate Marketing ausprobieren möchtest. Dann wiederum bietet es sich an, einmal die sozialen Medien dafür zu nutzen. Es ist erlaubt, also sowohl auf Pinterest als auch auf Instagram, als auch auf Facebook, egal wo, du darfst Affiliate-Links setzen. Aber du musst sie kennzeichnen. Du musst sie als Affiliate-Links kennzeichnen. Nehmen wir also einmal an, du hast jetzt einen Instagram-Account, dann weißt du, dass dort eigentlich nur ein einziger Link zu hinterlegen ist. In deinem Profil kannst du einen Link einstellen. Du kannst nicht unter jedem Foto, also ich meine, du kannst schon einen Link dahin posten, aber der ist nicht aktiv. Heißt, den kann keiner anklicken. Und das wiederum bedeutet für dich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand sich den Affiliate-Link aus deiner Caption, also aus deinem Bild, aus deiner Bildunterschrift herauskopiert, in den Browser kopiert und dann wo auch immer oder was auch immer du empfohlen hast, dorthin geht. Ja, und deswegen gibt es einen kleinen Umweg, eine kleine Möglichkeit, wie wir das Affiliate Marketing auf Instagram betreiben können, indem wir eine Link in Bio haben. Und die bekommen wir, wenn wir einen Account auf later.com buchen. Later.com ist eine Plattform, die dir erlaubt, deine Posts im Voraus auf Schedule zu setzen. Das heißt, du kannst ganz genau bestimmen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit deine Bilder auf Instagram gepostet werden. Und das Schöne ist, du kannst auch dann zu jedem Bild einen Link posten. Das nennt sich bei later.com Link in Bio und das heißt, das spiegelt deinen kompletten Instagram-Account und verlinkt die einzelnen Bilder direkt zu, wo auch immer du hin möchtest, also wo auch immer du deine User hinschicken möchtest. Ja, das kann man so machen. Was sind hier die Fallen und Probleme? Ich habe mal über die 3 Arten des Affiliate-Marketings gesprochen. Da findest du auch einen Link hier wieder zu dem Video. Social Media Affiliate Marketing hat einen Nachteil, da haben wir gerade drüber gesprochen, aber noch einen Nachteil, nämlich Affiliate Marketing muss immer deinem Nutzer einen Mehrwert bieten. Denken wir jetzt noch mal einmal an den Versicherungsmakler. Der bietet einen Mehrwert, indem er hingeht und eine auf dich zugeschnittene Versicherung empfiehlt. Ne? Er guckt genau, was du benötigst, was du nicht brauchst, wie viel du dich versichern musst, wie auch immer. Also er
guckt verschiedene Kriterien nach und daraufhin empfiehlt er dir eine. Wenn du aber hingehst und dir einfach irgendein Produktbild schnappst, das auf deinen Instagram-Account postest und dann wiederum mit einem Affiliate-Link direkt auf die Seite verlinkst, auf der der Kunde dann kaufen kann, hast du keinen Mehrwert geboten. Im Gegenteil, ne? Das ist eigentlich eher, ja, sagen wir ein wenig ärgerlich für den Kunden. Ne? Also der klickt und landet auf der Seite, ja, hätte er auch selber machen können. Er hätte auch selber zu Amazon gehen können und ich sag mal jetzt AirPods von Apple eingeben können. Das ist völlig egal. Ne? Also du hast nichts empfohlen, du hast keinen Mehrwert gegeben, du hast keine eigenen Erfahrungen gegeben. Ja, das muss man beachten und deswegen ist das wirklich eher zum Ausprobieren. Der bessere Weg wäre, wenn du in deiner LinkedIn-Bio den Link einstellen und dann die Leute zu deiner Webseite schicken würdest, wo sie sich dann ganz genau durchlesen können, was du über die Apple AirPods denkst, um jetzt einmal bei dem Beispiel zu bleiben. Ja, aber funktionieren tut es. Wir brauchen diese LinkedIn-Bio. Das kostet ein paar Euro im Monat, aber wenn du dir ein Business aufbauen willst, solltest du keine Scheu davor haben, ein paar Euro im Monat auszugeben. Und wenn du da regelmäßig postest, dann packst du natürlich auch sehr, sehr viele Affiliate-Links in dein Profil. Du kannst Abonnenten sammeln, die bekommen Bescheid, die sehen, was du gepostet hast. Und dann wiederum, ja, kannst du natürlich das Geld ganz einfach wieder verdienen. Und wir reden hier wirklich von ein paar Euro. Ich werde jetzt keinen genauen Betrag nennen, weil es ist immer ein bisschen davon abhängig, was du jetzt genau buchst. Ne? Du kannst verschiedene Größen buchen, also je mehr du posten möchtest in deiner LinkedIn-Bio, desto teurer wird es. Wenn du mit dem kleinen Paket anfängst, reicht das völlig. Ja? Es sind noch unter 10 Euro, das ist völlig genug. Damit kannst du erst einmal loslegen. Was du vielleicht noch beachten kannst, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten, wenn du Apple AirPods hast, warum zeigst du die nicht in Aktion? Warum zeigst du nicht, wann du die nutzt, wo du die nutzt, wie du die nutzt? Man kann ja ganz schnell da mit dem Handy mal ein Foto machen, ne, und zeigen, wie man jetzt eben gerade seine AirPods benutzt. Und das ist schon ein, wenn auch kleiner, aber immerhin ein Mehrwert für deine Nutzer, wenn sie die mal in Aktion sehen, wenn sie dir vielleicht auch Fragen dazu stellen können. Ne? Immer besser, als nur ein Produktbild vom Hersteller zu schnappen und das auf dein Instagram-Profil zu posten. Ja, ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich hoffe, du weißt jetzt, wie du Affiliate-Marketing mit Instagram betreiben kannst. Ich hinterlasse hier in der Infobox natürlich noch Links und auch einen Link zu meinem Kurs Affiliate Marketing. Da lernst du einfach alles, was du brauchst, um dir mit Affiliate Marketing ein erfolgreiches Business aufzubauen. Denk nicht daran, dass das ein schnell reich werden Kurs ist. Das ist er nicht und er ist auch komplett erschwinglich. Also Link auch in der Infobox und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss.